Ja, dann mache ich gerne weiter mit der Vortragsreihe und erzähle euch heute was zum DPAS Navigator. Das ist 'ne neue Bezeichnung. Ihr kennt das Produkt beziehungsweise die Produktidee vielleicht schon im Konzept als das DPAS Cockpit. Wir haben jetzt gerade einen Prozess, am Laufen gehabt mit einer Namensfindung und auch, ja, 'ner Mediengestaltung, wie wir das Ganze später bewerben wollen. Und dabei ist rausgekommen, dass wir das ehemalige DPAS Cockpit gerne den DPAS Navigator nennen wollen. Und ich möchte euch gerne erzählen heute, wie wir das ganze Ding entwickelt haben. Bei dem DPAS Navigator handelt es sich um eine Übersichtsseite für ja, alle Verfahren, alle Beteiligungsverfahren, die mit DPAS in einer Stadt durchgeführt wurden. Und wir gucken uns zum einen einmal an, was eigentlich der Hintergrund ist, warum wir das brauchen, was das Ziel damit ist und die Idee dahinter, wie das Ganze auch im CAD-Kontext eingeordnet ist, weil das jetzt erstmal eine Weiterentwicklung von DPAS ist, die größtenteils in Hamburg passiert ist, aber natürlich trotzdem im CAD-Kontext passiert ist. Schauen dann einmal auf den Entwicklungsprozess, der ist nämlich auch nicht ganz uninteressant, auch vielleicht für andere Produkte, die entwickelt werden im CAD-Kontext. Und dann möchte ich euch das Ganze natürlich auch gerne einmal zeigen. Wie sieht das aus? Wie sieht der DPAS Navigator eigentlich aus, das Frontend? Ich gehe dann auch gerne noch ein bisschen auf die Technik ein und sage euch, wo wir jetzt gerade stehen, was die nächsten Schritte sind und was wir in den nächsten Jahren auch noch vorhaben. Im Moment ist es in Hamburg ja so, dass wir mit DPAS einfach schon total viel beteiligen. Wir haben über 80 Verfahren mit DPAS jetzt schon durchgeführt in den letzten 5, 6 Jahren und die werden auch auf unterschiedlichen Kanälen dann immer beworben. Wir haben auch über die letzten Jahre immer mehr und mehr Rückmeldungen bekommen. Also das Feedback wurde immer größer, je nach Größe der Verfahren natürlich. Aber wir haben die Situation, dass wir uns das nicht gebündelt anschauen können. Das ist für unterschiedliche Zielgruppen irgendwie ein Hindernis. Also für die Bürgerinnen und Bürger ist es eben im Moment so, dass sie aktuell über unterschiedliche Kanäle informiert werden, über DPAS-Beteiligungsverfahren, je nachdem, wer auch der Absender der Verfahren ist. Die haben oft auch eine eigene Website, Projektwebsite, über die sie die dann bewerben. Da gibt es nicht so eine richtige Kontinuität in der Informationsvermittlung. Also, wenn ich als Bürgerin ein Verfahren suche, kann ich das natürlich googeln, aber Search Engine, Optimierung ist jetzt auch nicht die allerbeste. Also, man findet die Verfahren nicht unbedingt so schnell. Das heißt, die Bürgerinnen wissen zum Teil gar nicht, wie sie herausfinden können, ob jetzt ein Verfahren in ihrer Nachbarschaft, also wirklich ortsbezogen, an einem Ort ihres Interesses stattfindet, dass vielleicht auch ein ganz konkretes Verfahren jetzt gerade aktuell läuft, dass es gerade begonnen hat. Sie wissen auch oft nicht, wie sie ein ganz konkretes Verfahren finden können, wenn sie sich beteiligen wollen. Einfach auch aufgrund der Search Engine Optimierung, die mal besser, mal schlechter ist, sage ich mal so. Welche Beteiligungstermine wann wo anstehen, wissen sie auch häufig nicht. Also, vor allem dann auch so Beteiligungstermine, die auch im Zusammenhang stehen mit DPAS, Verfahren und im Nachgang, was dann auch nach einem solchen Beteiligungsprozess aus dem Feedback geworden ist. Also, so dieses Follow-up, das wissen sie auch häufig nicht. Bei der Verwaltung ist es ähnlich. Also, gut, wir jetzt als fachliche Leitstelle haben da natürlich unsere eigenen Listen und so weiter, aber, andere Verwaltungsstellen haben eigentlich keinen klaren und unkomplizierten Überblick über die Nutzung von DPAS als Tool durch andere Dienststellen, also auch durch Kolleginnen und Kollegen in der Stadt. Das sind dann auch so Themen wie Wissensmanagement, Kompetenzaufbau und also so interner Austausch, die damit einhergehen, ne? Wenn ich nicht weiß, dass meine Kollegin im Bezirksamt, Altona zum Beispiel mit DiPAS schon mal gearbeitet hat, dann kann ich sie auch nicht fragen, was für Erfahrungen sie gemacht hat. Da fehlt auf jeden Fall auch so ein bisschen der Kitt, die Brücke. Und für die Politik sieht es ähnlich aus. Es gibt im Moment keine Möglichkeit, sozusagen die Themenschwerpunkte, die durch digitale Beteiligung adressiert werden, gebündelt zu überblicken, also die Themen der Stadtentwicklung und auch nicht die Möglichkeit, die Hamburger Aktivitäten in der digitalen Beteiligung auch dann öffentlichkeitswirksam und auch tagesaktuell zu präsentieren. So, das ist der Hintergrund. Das hat uns dazu gebracht, dass wir gesagt haben in den letzten Jahren, wir brauchen irgendwas, wo wir diese ganzen DiPAS-Verfahren reinschmeißen können, was uns einen Überblick verschafft. Die Idee war quasi eine zentrale öffentliche Website zu schaffen, die gebündelte Informationen anzeigt über alle DiPAS-Verfahren, die in der Stadt durchgeführt wurden und werden.
Und dabei ist die Idee auch, diese Darstellung so zu automatisieren über Schnittstellen, dass die ganzen vergangenen und aktuellen Verfahren und auch ihre ganzen Attribute und Metadaten dann automatisiert angezapft werden können und man eigentlich diese Website, wenn sie dann einmal läuft, nicht mehr groß pflegen muss, zumindest was die Inhalte angeht. Das bedeutet natürlich auch, dass die Daten, die wir dann dort sehen, live sind, Live-Daten, die sind tagesaktuell. Wenn ich heute ein Verfahren bestelle, was dann in 3 Wochen startet und der Zeitraum beginnt dann in 3 Wochen, der Beteiligungszeitraum, dann erscheint dieses Verfahren automatisch auf dieser Website in der Übersicht. Und so wollen wir ganz gerne auf städtischer Ebene ja, Kennzahlen bündeln, inhaltliche Schwerpunkte anzeigen und einen guten Überblick verschaffen. Wir wollen damit Beteiligung sichtbar machen und fördern, also das auch so ein bisschen als Einstiegspunkt und Ausgangspunkt nehmen für engagierte Bürgerinnen und Bürger, aber auch natürlich für liebe interessierte Kolleginnen und Kollegen, also auch für euch zum Beispiel. Und Orientierung schaffen, wo in der Stadt eigentlich was stattfindet. Das ist die Idee gewesen. Das Ganze haben wir größtenteils jetzt in Hamburg erstmal umgesetzt. Also vor allem Stadtwerkstatt war beteiligt aus der BSW in Hamburg und der LGV und auch Dataport, mit Unterstützung eben von T3, also vor allem in dem Sinne, als dass Matthäus als DePass Product Owner und ich aus T3 für Hamburg die Entwicklungssteuerung gemacht haben, durchgeführt haben. Und einzuordnen in diesem CAT T3 Arbeitspaket wäre das sozusagen Arbeitspaket DePass. Also dort gibt es ja in dem Teilarbeitspaket 2 geht es darum, sich für eine Ausbaustufe von DePass zu entscheiden. Und der Navigator ist letztendlich auch eine Ausbaustufe des Systems, also eine neue Komponente zur Umsetzung digitaler Beteiligung. Das Ganze wird dann natürlich oder ist dann auch bei uns jetzt schon Teil des DePass-Systems und somit natürlich auch Open Source. DePass ist ja sowieso Open Source, also wird auch diese Komponente Open Source und für NachnutzerInnen nachnutzbar. Also für Bremen genauso natürlich wie im CAD-Kontext, auch für Leipzig und München kann das interessant werden, weil man dann vielleicht auch die Möglichkeit hat, von Anfang an diese Komponente zu nutzen und Verfahren von Anfang an auch darzustellen und dann nicht diesen Aufwand zu haben, wie wir ihn jetzt gerade haben, dass wir diese ganzen 80 Verfahren nachdatieren müssen mit den entsprechenden Metadaten, die wir jetzt zum Teil auch neu erheben. Aber da komme ich gerne gleich nochmal drauf, wenn wir uns die Technik genauer angucken. Bevor ich euch jetzt zeige, wie das Ganze aussieht, das Frontend, wollte ich noch einmal kurz auf den Entwicklungsprozess eingehen. Der war nämlich auch wirklich ganz spannend. Den Entwicklungsprozess kann man so in 2 Teile teilen. Es gab einmal einen Entwicklungsprozess zum barrierefreien Design, also eine Designentwicklung. Wie soll das Ganze aussehen und wie kann es aussehen und gleichzeitig barrierefrei sein? Und dann die technische Umsetzung, also die technische Entwicklung der Software selbst auf Basis des Designs. Wir gucken uns jetzt zuerst einmal die barrierefreie Designentwicklung an. Das ist so gelaufen, dass wir erstmal ihr seht hier die Icons, links die Stadtwerkstatt, rechts die Entwicklungssteuerung, also hauptsächlich Matthäus und ich. Erstmal fachlich intern viele Gespräche geführt haben mit der Stadtwerkstatt dazu, was der DePass Navigator eigentlich können soll. Dann haben wir Dataport beauftragt als Designentwickler und die haben dann in enger Abstimmung mit uns, also mit der Entwicklungssteuerung, unterschiedliche Stakeholdergruppen beteiligt in Bezug auf Inhalt und Design des Navigators. Diese Gruppen sind vor allem gewesen, also zum einen natürlich auch fachlich wieder, das ist dann die Stadtwerkstattseite gewesen. Ab und zu haben wir das dann auch rückgekoppelt im CAD-Kontext mit T3. Was wollen wir da sehen? Was können wir da sehen? Was kann DePass eigentlich schon? Was für Daten haben wir da schon? Dann haben wir die Stakeholdergruppe der EntwicklerInnen gehabt, also die technische Sicht. Was ist eigentlich möglich technisch? Und haben dann noch 3 Termine gehabt mit Bürgerinnen und Bürgern zum Thema, was interessiert die denn eigentlich? Und die haben natürlich einen sehr viel größeren Blick, weil sie nicht diese DePass-Brille aufhaben, aber wir haben das Ganze dann eben über diese 3 Stakeholder-Gruppen ganz gut darauf fokussieren können mit den Anforderungen aus allen 3 Gruppen. Was
das Cockpit eigentlich können soll. Das war die Anforderungserhebung. Danach ging es dann in die Entwicklung erstmal eines User Experience Designs. Das wurde abgestimmt wieder mit der Entwicklungssteuerung, also mit uns. Und wir haben das wieder rückgekoppelt. Die Stadtwerkstatt und die Technik, also die EntwicklerInnen, immer wieder mit ins Boot geholt, um zu schauen, ist das alles so möglich. Ja, nach Festlegung des UX-Designs wurde dann ein UI-Design drüber gestülpt, wie das Ganze aussehen kann, auch mit Farbgebung, mit Alternativen zu Grafiken in Form von Tabellen, mit der Möglichkeit, Alternativtexten auch, mit der Möglichkeit, irgendwie mit der Maus oder mit der Tastatur durchzuklicken. Genau, also einiges, was wir bei DIPAS letztendlich nachgerüstet haben aufgrund von Barrierefreiheitskriterien, haben wir einfach da quasi von Anfang an dann mit einfließen lassen. Nachdem das Ganze dann geprüft wurde also von Technik und fachlicher Seite, wurde das so weit überarbeitet, dass das Ganze dann letztendlich als barrierefreies Design übergeben wurde an die Entwicklungssteuerung und die EntwicklerInnen selbst. Im Anschluss daran haben wir dieses Paket genommen und das dann wieder auch an die Nutzergruppen zurückgespielt und hatten nochmal 3 Termine mit den Bürgerinnen und Bürgern und haben von denen nochmal Feedback eingeholt dazu. Sieht das so aus, wie sie sich das vorgestellt haben? Was fehlt? Was könnte man vielleicht anders machen, besser machen? Und das Feedback von denen ist dann auch in den laufenden Entwicklungsprozess wieder eingeflossen. So, das ist jetzt eine komplexe Grafik. Ich habe für die von euch, die vielleicht auch sich die Aufzeichnung angucken, das nochmal hier in Textform als Folie aufgenommen. Das ist das, was ich gerade erzählt habe. Ihr könnt dann bei der Aufzeichnung pausieren und euch das nochmal durchlesen, wenn ihr wollt. Kommen wir zum Entwicklungsprozess bezüglich der Technik. Das ist eigentlich so der klassische Sprint bei uns, die klassischen Sprintphasen, wie wir sie durchführen, zusammen mit LGV und Dataport. Die haben das Ganze technisch entwickelt und wurden begleitet von uns, also von der Entwicklungssteuerung in diesen Sprintphasen. Und Sprints bestehen immer immer aus 2 Wochen, ein Sprint. Wir hatten insgesamt 8 Sprintphasen, also 8 mal 2 Wochen. Ein Sprint besteht immer aus einem Sprint-Planning, dann passiert dieser Sprint, dann gibt es ein Sprint-Review, am gleichen Tag meistens sogar noch ein Planning für den nächsten Sprint und dann wird wieder gesprintet. Und dann gibt es wieder ein Review, wieder ein Planning, wieder ein Sprint. So und so funktioniert das agil und wir haben dadurch die Möglichkeit, Änderungen mit einzubauen und immer rückzukoppeln, ob das jetzt die Anforderungen eigentlich trifft, das, was entwickelt wurde. Und da haben wir natürlich auch immer wieder die fachlichen Stellen mit ins Boot geholt. Also nach dem ersten Sprint war es erstmal nur die Stadtwerkstatt, die sich das im Review angeguckt hat. Das Feedback davon wurde dann auch von den Designern umgesetzt und wieder mit eingebracht. Also weil da gab es dann auch immer mal wieder kleinere Änderungen. Dann gab es einen neuen Sprint und ab dem zweiten Sprint sind dann auch die CAD-Kolleginnen teilweise mit dabei gewesen, wenn es zeitlich so gepasst hat. Für die auf jeden Fall hatten wir die T3-Truppe eingeladen, teilzunehmen. So ging das quasi an sich weiter. So die ganzen Entwicklungen, die dann aus den Reviews kamen, wurden immer wieder eingearbeitet. Und jetzt sind wir da an dem Punkt, dass wir an sich also der Sprint ist durch, das Release ist an sich da. Es ist noch nicht released, es wird im November released. Wir sind jetzt gerade dabei, noch einige Sachen am Code zu fixen, einige Bugs zu fixen, einige Tickets noch umzusetzen, aber außerhalb dieser Sprintphase, sondern eher über so einen etwas längeren Prozess mit ein bisschen weniger Ressourcen. Wenn wir dann aber durch sind und das Release da ist, ab jetzt Oktober intern und ab November dann auch für die Öffentlichkeit, dann wollen wir gerne auch nochmal in Usability-Tests gehen und zum einen natürlich mit der fachlichen Seite, auch gerne im CAD-Kollegium und auch gerne mit den Bürgerinnen und Bürgern einfach das mal durchklicken lassen, testen lassen, Feedback einholen und das Ganze dann auch gerne mitnehmen in die Weiterentwicklung. Auch das hier nochmal in Schriftform. Wie sieht der DIPAS Navigator aus? Ihr seid bestimmt gespannt und neugierig. Ich meine, wir haben lange darüber geredet. Ein paar T3-Kolleginnen kennen das Frontend jetzt schon, aber die meisten von euch noch nicht. Wir sehen hier eine Art Dashboard.
den DPAS Navigator, so wie er im barrierefreien Design aussieht. Es ist nicht zu 100% oder genau so, wie er nachher aussehen wird, weil wir, wie gesagt, jetzt gerade da sind, nachzudatieren im Prozess, und ab, ich glaube, nächster Woche Dienstag spielen wir das auf die Stage-Umgebung, um dann tatsächlich auch drin rumklicken zu können. Das heißt, was ich euch jetzt hier zeigen kann, ist quasi ein Screenshot des Designs, das wir aber ziemlich genau so umgesetzt bekommen haben. Also das war wirklich ein sehr gutes Design, das war eine gute Vorarbeit. So, was sehen wir hier? Wir sehen zum einen ganz prominent eine Karte von Hamburg, die Verfahrenskarte mit Pins, die uns anzeigen, wo in Hamburg Verfahren stattfinden oder stattfanden. Also die Pins zeigen an, seht ihr da oben, ob ein Verfahren aktiv ist, gerade läuft, ich mich gerade beteiligen kann, inaktiv ist, also eher zu Dokumentations- und Informationszwecken einfach noch online ist, oder ob es vielleicht auch das allerneueste, gerade eingestellte Verfahren ist. In dem Fall haben wir hier dann den Pin. Die Pins sind auch so, dass ich sie anklicken kann, dann öffnet sich hier so ein Get Feature Info Kästchen, und da stehen dann eben Verfahrensname, Themen, so ein kleiner Beschreibungstext drin, von welcher Stelle das irgendwie abgesandt wurde. Und ich kann auch direkt in das Verfahren reinspringen und mich beteiligen bei zum Beispiel einem aktiven Beteiligungsverfahren. Auch ganz wichtig, das wollten wir unbedingt featuren hier, Dokumentation, also das wird dann Verfahrensauswertungen heißen. Da können wir zurückspielen an die Bürgerinnen und Bürger, was eigentlich aus der Beteiligung geworden ist. Ja, die Auswertung der Beteiligungs- Inputs der Bürgerinnen und Bürger können dann über die einzelnen Verfahren hochgeladen werden, aber werden sich dann eben hier über eine Schnittstelle auch gezogen. Diese ganze Verfahrenskarte habe ich auch hier in Form einer Liste, kann mir die auch nach Datum oder Alphabet sortieren lassen und habe auch die Links zu den einzelnen Verfahren. Die Dokumentation werden hier in einem eigenen Modul auch nochmal gefeatured. Das sind immer die neuesten 3, die da gefeatured werden. Alle sind natürlich trotzdem abrufbar, wenn ich dann auf die konkreten Verfahren klicke, aber dann hat man hier so ein bisschen Bewegung auch drin. So, es gibt eine neue Verfahrensauswertung. In dem nächsten Modul sehen wir, welche Termine anstehen, auch die nächsten 3 zeitlich gesehen. Das können auch Termine aus unterschiedlichen Verfahren sein. Da habe ich dann direkt einen Überblick, ja super, dann kann ich da ja vor Ort hingehen, weil DPAS beteiligt erstmal digital, aber mit dem Touchtable sind wir auch vor Ort. Aber auch wenn wir nicht mit dem Touchtable vor Ort sind, gibt es natürlich Termine, die verknüpft sind mit der Beteiligung, und die werden hier eben gefeatured. In der mittleren Spalte hier gucken wir so ein bisschen auf die Beitrags- und Kommentarebene. Wir wollten ganz gerne die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger auch sichtbar machen. Und das haben wir hier in dem Modul gemacht in Form von 2 unterschiedlichen Arten von Beiträgen, die wir featuren. Also einmal die neuesten. Das sind dann die neuesten 3, die einfach abgegeben wurden über die Verfahren hinweg, die halt gerade dann aktiv sind. Wenn alle gerade inaktiv sind, weil sie durch sind und es noch kein neues gibt, dann sind es halt die letzten neuesten 3 sozusagen. Und die meist kommentierten von den aktuell laufenden kann ich auch durchklicken. Und da kann ich dann auch direkt reinspringen und auf den Beitrag gehen, dann bin ich direkt im Verfahren drin und kann zum Beispiel direkt kommentieren. In dem Modul hier unten sehen wir, wie viele Beiträge oder Kommentare zu den Verfahren, die mir jetzt hier auf der Karte angezeigt werden, abgegeben wurden, so im Verlauf der Jahre. Also das, ja, ein quantifiziertes Feedback sozusagen können wir uns anschauen. Das Ganze seht ihr hier auch, ist auch anzeigbar als Tabellenform. Und die letzte Spalte ist auch nochmal ganz interessant, weil wir da auch ein paar neue Attribute drin haben, die wir neu entwickelt haben. Das bezieht sich wieder auf die Verfahren im Ganzen. Da sehen wir einmal einfach die Anzahl der Verfahren, die es gab in den Jahren. Kann man sich mal ganz gut den Jahresverlauf anschauen. Und zu welchen Themen diese Verfahren durchgeführt wurden. Das sind sehr, sehr übergeordnete Themen. Dabei geht es jetzt nicht um so Kategorien von Beiträgen, sondern wirklich übergeordnete städtische Themen, zu denen die Verfahren durchgeführt wurden und wo die Verfahren räumlich verortbar sind. Also ob die sich, in Hamburg sind es dann eben die Bezirke, ne, ob sie sich dann auf zum Beispiel den Bezirk Eimsbüttel beziehen oder sich vielleicht auch auf die Gesamtstadt beziehen oder auf die Metropolregion beziehen. Das heißt nicht unbedingt, dass dann auch unbedingt das Amt Absender ist. Meistens ist es so, aber es kann zum Beispiel auch, also Absender kann dann zum Beispiel auch eine Entwicklungsgesellschaft sein oder so. So sieht das Cockpit im Moment aus. Das ist das, was wir dann ab
November werden sehen können. Wir können gerne da nachher, wenn ihr Fragen habt oder so, dazu auch nochmal zurückkommen. Ich würde jetzt noch mal kurz was zur Technik sagen, die dahinter steckt. DPoS läuft ja über ein Drupal-Domain-Modul. Das heißt, wir haben quasi eine Codebase, eine Datenbank, in der alle Verfahren drin liegen. Wir haben auch standardisierte Schnittstellen, also die PDS-API, die Participatory Data Specification Schnittstelle, über die diese Daten abrufbar sind. Das macht das Ganze natürlich einfach oder einfacher, diese Daten auch anzeigbar zu machen. Wir haben sehr, sehr viele bestehende Daten. Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, aber wir haben bestehende Daten, die wir schon vorher auch abrufen konnten über diese API, sowas wie die Verfahrensliste oder auch irgendwie Projektgebiet, Name, Beschreibungstext, Verfahrens-URL und auch so ein paar Informationen zu den Beiträgen. Das sind die Sachen, die wir auch schon auf den einzelnen Verfahrensseiten unter Auswertung vorher auch schon anzeigbar gemacht haben. Ne? Da sieht man auch aggregiert, so viele Beiträge sind eingegangen, so viele Kommentare zu den Kategorien, zu den Typen. Das sind Daten, die hatten wir schon. Die zapfen wir an. Dann haben wir aber auch neue Schnittstellen geschaffen, zum einen zu auch bereits bestehenden Daten in DPoS, also sowas wie Termine und Dauer, also frühester Startpunkt und letzter Endpunkt eines Verfahrens zum Beispiel. Die wurden zwar schon erhoben, es gab aber noch keine Schnittstelle dafür. So, die haben wir gebaut, damit wir die mit dem Navigator anzapfen können. Dann haben wir aber auch neue Schnittstellen zu neuen Daten geschaffen in DPoS. Und das betrifft vor allem die Gebietszuordnung. Das sind bei uns dann in Hamburg zum Beispiel diese Bezirke. Die Themen, die stadtweit übergeordnet euch da eben angezeigt wurden und auch die Absender von Verfahren. Und diese neuen Verfahrensattribute sind in Drupal als Taxonomie angelegt. Das heißt, dass es nicht, also für Hamburg sind es Bezirke, das kann aber dann auch für Schleswig-Holstein könnten das Landkreise sein. Oder also jede Stadt oder jeder Nachnutzer, jede Nachnutzerin von DPoS kann sich die Taxonomien so anlegen, wie die eigenen Bedarfe sind. Das macht das Ganze natürlich dann auch flexibel und nachnutzbar. Also das haben wir immer mitgedacht. Vielleicht nur noch einen ganz kurzen Einblick ins Masterportal. Wir benutzen auch hier zur Darstellung der Karte im Navigator das Masterportal. Dazu ist eigentlich nur wichtig zu sagen, so Masterportal und DPoS sind halt verknüpft und spielen zusammen. Aber es erfordert eben manchmal auch, dass wir dann zum Erreichen von Zielen, die wir in DPoS haben, auch Entwicklungsressourcen in das Masterportal stecken müssen. Aber auf der anderen Seite profitieren wir natürlich auch von der unabhängigen Fortentwicklung des Masterportals, können das wiederum aber auch nur nutzbar machen, wenn wir das Masterportal regelmäßig in DPoS aufdatieren. So. Das heißt, es gibt dann auch ein Update der Masterportal-Version in der DPoS-Version 2.2.1. Zum Ausblick, wie geht das Ganze jetzt weiter? Also wir sind jetzt dabei, das Ganze auf die Testumgebung aufzuspielen. Ab nächster Woche sind dann fleißig intern am Testen und am Bugfixen, um das Ganze dann öffentlichkeitswirksam im November in Hamburg zu bewerben. Wir haben eine Designagentur beauftragt und wir haben diese großen Citylight-Plakate bekommen, einen Slot am 22. November und da wird das sozusagen ganz groß im Raum Hamburg beworben. Und im Anschluss daran, wenn das Ganze dann in Hamburg alles läuft, dann kümmern wir uns auch darum, das als Open Source Release zur Verfügung zu stellen. Das wollen wir dieses Jahr noch schaffen. Nächstes und folgende Jahre haben wir noch ein bisschen mehr vor. Und zwar wollen wir ganz gerne Filterfunktionen einbauen in dieses Dashboard. Im Moment zeigt es uns ja alles an. Wir wollen das so ein bisschen flexibler machen und individualisieren, dass man sich zum Beispiel filtern kann, dass man sich nur Verfahren anzeigen lässt aus zum Beispiel den Bezirken Mitte und Bergedorf, nur zu den Themen Bildung, Kultur und öffentlicher Raum und auch nur die von Amt XYZ initiiert wurden und auch nur aus den Jahren 2019 und 2020. Man reduziert dieses ganze Interface wirklich auf diese konkreten Informationen, die man dann ziehen will. Und dann wollen wir im Schritt darauf auch eigentlich gerne noch es möglich machen, diese Ansicht, die dann ja individualisiert ist, einbindbar zu machen als iFrames in eigene Seiten. Also wenn ich jetzt Bezirk Mitte bin, kann ich zum Beispiel auf meiner eigenen Website die Ansicht des Dashboards in meine Seite einbauen, und zwar nur mit den Daten und Verfahren, die dann auch in Mitte stattgefunden haben. Das sind wir dieses Jahr noch nicht angegangen. Das war ein ziemlich dickes Brett.
Das ist aber schon mitgedacht worden, auch in der Konzeption, des barrierefreien Designs und, ja, das wird dann einer der nächsten Schritte werden. Aber also, es wird sicherlich auch, wenn wir das Ganze jetzt testen, noch einiges an Feedback kommen. Da sind wir schon sehr gespannt. Aber im Moment arbeiten wir sehr stark darauf hin, dass alles gut läuft, reibungslos läuft, wenn wir das im November dann auch in Hamburg releasen und öffentlichkeitswirksam bewerben. Das war's von mir.